Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und wenn ihr das Video hier gefunden habt, dann seid ihr entweder Abonnent von meinem Kanal oder ihr seid auf einer Suche nach einer MagSafe SSD, und da seid ihr hier genau richtig. Ich bin gerade ein bisschen am Umbauen von meinem Studio, und um das ganze Setup hier jetzt mal ausgiebig zu testen, habe ich gedacht, stelle ich euch mal die iFro P10 MagSafe SSD vor und erzähle euch da ein bisschen was drüber. Und um das Ganze jetzt natürlich nicht so wild zu machen, nehme ich hier Platz, damit das hier nicht nur noch ein großes Gewackel wird, und dann erzähle ich euch jetzt mal ein bisschen was über diese SSD. Für was braucht man überhaupt die SSD am iPhone? Bei den aktuellen iPhones, also hier bei meinem 15 Pro, ist es zumindest so, wenn ihr 4K 60 im ProRes aufnehmen wollt, dann geht das Ganze nur über ein USB-C-Laufwerk, also eine USB-C-Festplatte. Ihr könnt da zwar auch mit einem USB-C zu SD-Kartenadapter arbeiten und da SD-Karten benutzen, da kommt es dann aber öfter mal zu Abbrüchen, weil die SD-Karte wahrscheinlich nicht ganz die Schreibrate bringt, welche das iPhone benötigt, um da wirklich die Daten schreiben zu können. Ihr könnt hier natürlich jede beliebige USB-C SSD anhängen, aber dann baumelt das Ganze hier so rum, außer ihr habt es vielleicht in einem Rig, und deshalb bietet es sich ja an, eine MagSafe SSD zu verwenden. Und da gibt es die eine oder andere auf dem Markt. Ich habe jetzt hier die von iFro, weil die von den Daten und vor allem von der Größe doch sehr, sehr interessant ist. Wie ihr das jetzt hier schon an meinem iPhone sehen könnt, ist die ganze SSD nicht wirklich groß. Wir haben hier also ca. 6 cm Durchmesser und eine Höhe von, ich glaube, 6,5 mm. Und auch vom Gewicht her ist das Ganze sehr angenehm. Ihr seht es hier, mit dem passenden Kabel ist es hier unten am USB-C-Port angeschlossen, und ich habe hier die Original Apple Silikonhülle, und auch die funktioniert damit ohne Probleme. Also die ist ja auch wirklich fest, da wird nie irgendwie was abfallen, und ihr könnt das Ganze immer noch sehr angenehm in eure Hosentasche verstauen. Also ihr habt die SSD dann immer überall dabei, und das ist ja auch das Wichtige. Man will das Ganze nicht irgendwo zu Hause rumliegen lassen und dann überhaupt gar nicht dabei haben, und da macht sowas dann natürlich schon Sinn. Also wie gesagt, da gibt es verschiedene Anbieter, aber gerade in dieser Größe gibt es da doch recht wenig Auswahl. Also ich habe zumindest überhaupt gar nichts gefunden, was nur annähernd in diese Größenregion kommt. Ihr bekommt das Ganze dann auch in verschiedenen Speichergrößen. Das gibt es von 1 bis 4 Terabyte, also 1, 2 und 4 Terabyte, und ihr bekommt es in den Farben Aluminium, Blau und Schwarz. Ich habe hier jetzt die Alufarbe, ihr seht es ja, das natürliche Aluminium. Ich hebe es mal nochmal in die Kamera, dass ihr das genauer sehen könnt. Wie gesagt, es gibt noch ein Schwarz und ein Blau. Ich habe mich dafür Alu entschieden. Im Lieferumfang mit der SSD bekommt ihr dann natürlich die SSD, dieses abgewinkelte Kabel, welches hier perfekt ans iPhone passt, und auch noch ein gerades Kabel. Mit dem Kabel könnt ihr das Ganze dann ohne Probleme an einem PC oder so verbinden, weil eben durch diese Abwinklung hier, ich kann es hier mal gerade mal wegmachen, dann seht ihr das. Da ist es natürlich nicht so einfach, an einem Laptop oder sowas anzuschließen, aber es bietet sich natürlich an, das Ganze mit diesem Kabel am iPhone zu verwenden, weil es eben einfach perfekt dazu passt. Der wichtigste Parameter für euch ist wahrscheinlich die Schreib- und Lesegeschwindigkeit, und die ist beim Lesen mit, ich glaube, 2000 Megabyte pro Sekunde angegeben und beim Schreiben mit 1800 Megabyte pro Sekunde. Die Werte konnte ich nicht ganz erreichen, also bei mir am MacBook war ich beim Schreiben irgendwo so zwischen 1000 und 1300 Megabyte pro Sekunde, und beim Lesen war der Wert geringer. Also komischerweise, normalerweise ist Schreiben ja immer ein bisschen langsamer. Beim Lesen kam ich da so auf Werte zwischen 900 und 1100 Megabyte pro Sekunde. Das ist natürlich etwas weniger als die Angabe, aber immer noch wirklich ausreichend, um hier alles nutzen zu können. Also ihr habt da keinerlei Probleme. Das iPhone schreibt die Daten ohne Ende da drauf, und auch am Laptop konnte ich da auch mal Videos drauf machen, davon editieren und so weiter. Geschwindigkeitsmäßig habt ihr da also 0,0 Probleme, um das Ganze uneingeschränkt am iPhone verwenden zu können. Mit der 1 Terabyte Variante kommt ihr dann im ProRes Log bei 4K 60 auf ca. 73 Minuten, welche ihr hier aufnehmen könnt. Also das ist schon ganz ordentlich, gerade über eine Stunde in 4K 60. Da geht schon ein bisschen was. Wichtig ist, ihr habt an dieser SSD hier noch so einen kleinen Taster, und damit könnt ihr die SSD anschalten und auch ausschalten. Und das ist eben ein sehr wichtiges Thema, weil ich hatte die bei mir mal angeschaltet, also über den Tag über. Ich habe sie morgens angeschlossen, und sie war die ganze Zeit mit dem Smartphone, mit dem iPhone verbunden, und
hat er wirklich den Akku leer gesaugt. Also ich hatte, glaube ich, bis mittags um 1 oder 2, ich kann es euch hier mal einblenden, dann schon 50% weniger Akku. Und das ist natürlich schon ganz ordentlich, deswegen da dürft ihr einfach nicht vergessen, das Ganze auszuschalten. Es ist natürlich schön, dass man sie ausschalten kann. Das Ganze wird euch auch durch so eine kleine LED am Schalter hier gezeigt. Ihr könnt es da also nie übersehen, ob die SSD jetzt gerade aktiviert ist oder eben deaktiviert ist. Der Preis für das Ganze liegt bei ca. 150 € in der 1 TB Variante. Das ist jetzt nicht ganz günstig. Wenn ihr aber auf dem Markt mal schaut, was ihr da für SSDs bekommt, die wirklich mit über 1000 MB pro Sekunde schreiben können, dann liegt es so ungefähr in dem Preisbereich. Klar, die sind ein Tick billiger, aber haben natürlich nicht diesen Formfaktor und schon gar nicht einen MagSafe-Formfaktor mit dem Kabel, dass das hier einfach, ich nenne es mal nicht plan, aber dass es eben sehr tragetauglich am iPhone transportierbar ist. Also da habt ihr hier natürlich schon einen Riesenvorteil. Und gerade wenn ihr es am iPhone zum Filmen und so weiter benutzen wollt, habt ihr dadurch halt den großen Vorteil. Es gibt auch MagSafe-Alternativen von Lexa und so weiter, die sind aber dann doch schon deutlich größer und nicht ganz so handlich. Also ich verlinke euch das Ganze einfach mal unten in der Beschreibung, dann könnt ihr euch das mal genauer anschauen. Und dann war es das jetzt auch schon von mir. Ich hoffe, der erste Test war hier so ein bisschen erfolgreich. Ich kann mir das jetzt natürlich gleich mal am Laptop anschauen, dann kann ich da ein bisschen schauen, was ich noch verbessern kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so war, lasst mir doch ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.